begrüße dich herzlich in der Küche von Fein Fein Schmeckt's, dem sympathischen Kochkanal auf YouTube. Und heute geht es wieder weiter mit unserer Low Carb Serie. Und ich habe heute für euch ein ganz einfaches, schnelles, tolles, leckeres Low Carb Abnehmen Diät Figur Rezept rausgesucht. Und zwar sind das kleine Fladen mit Quark und Ei und die machen auch unwahrscheinlich satt und die kann man auch zu ganz vielen anderen tollen Gerichten dazu servieren. Und wie man diese tollen kleinen Fladen ganz schnell zubereitet, das zeige ich euch gleich. Also bleibt dran! Ja, für unsere leckeren kleinen Low-Carb-Fladen brauchen wir gar nicht so viele Zutaten und die habe ich hier schon mal für uns vorbereitet. Für 8 Stück, etwa so groß, brauchen wir 4 Esslöffel Magerquark, 3 Eier, ein Salz. Hier habe ich mich für ein Bambussalz entschieden und zwar von Ankerkraut. Das ist nämlich eine ganz witzige Geschichte. Da bin ich kürzlich im Supermarkt in so ein schönes Regal, in so einen Pappaufsteller reingelaufen und fand diese Gläschen so toll, weil die sind ja auch, erinnern so ein bisschen an diese Gläser, wo diese Schiffe drin sind. Kennt ihr das von der Ostsee, von der Nordsee, vom Wasser oben, wenn man kommt? Das ist doch echt ganz niedlich, oder? Also das hat mich gleich daran erinnert und auch das Logo ist ein Anker und weil ich ein Kind von der Ostsee bin, hat mich das natürlich angezogen und dann habe ich das mal ganz bisschen genauer unter die Lupe genommen und habe festgestellt, dass da ganz tolle Gewürzpalette ist, was Ankerkraut anbietet und damit werde ich auf jeden Fall in Zukunft mehr kochen und mehr machen. Anfangen wollen wir heute mal mit dem Salz und ja, also ich empfehle es euch wirklich auch nur, weil ich es gut finde und weil ich es toll finde. Denn ihr müsst ja auch jemanden haben, der mal was getestet hat und was für gut befindet, denn die Auswahl da draußen ist so riesig. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Rat annehmt und auch die Produkte dann, die ich euch empfehle, mal ausprobiert. Könnt ihr gerne machen. Also müsst ihr mal schauen, gibt es in vielen Supermärkten jetzt Regale von Ankerkraut mit ganz vielen tollen, interessanten Gewürzen. Und vor allen Dingen, die haben keine Konservierungsstoffe drin, keine Geschmacksverstärker und auch keine Rieselhilfen, also ziemlich naturbelassen, wirklich ganz toll. Und die Aufmachung, naja klar, für mich als Kind von der Küste muss natürlich ein Anker sein. Ja, dann brauchen wir noch ein bisschen Sesam. Das streuen wir später dann auf die Fladen drauf, auf den Teig, bevor wir ihn in den Ofen geben und ein bisschen Mohn. Ja, und das wäre es erstmal soweit. Und dann können wir jetzt die Eier zunächst trennen in Eigelb und Eiweiß. Das Eiweiß schlagen wir steif mit etwas Salz und das Eigelb mit dem Quark vermischen. Dann alles schön unterheben und dann sehen wir uns gleich wieder. Und dann werden wir die kleinen Teigfladen auf dem Blech verteilen, um den dann in den Ofen zu schieben. Ach so, die müssen wir jetzt dann auch schon mal gleich vorheizen in den Ofen. Auf 160 Grad Ober- und Unterhitze, so circa 30 Minuten müssen die nämlich backen. Und währenddessen wir alles vorbereiten, kann der Ofen schon mal vorheizen. So, jetzt brauchen wir dann hier noch ein bisschen Strom. Ach so, habe ich euch übrigens das Video von der Dreifachsteckdose, die ich hier eingebaut habe, schon mal gezeigt? Habe ich es euch schon mal verlinkt? Bestimmt, oder? Nee, ich wollte es ja bloß noch mal erwähnen, falls ihr das Video noch nicht gesehen habt. Dann schaut es euch doch gern mal an. Okay, Strom ist drauf, Maschine an, Eischaum schlagen, zapp, zapp, fertig. And I'm not taking back all the deeds that I've done. There's a lot that we did wrong. Looking back on all of the shit we've done, I cannot believe that it's been so long, that we're in the eye of the needle. When you don't like or love me, I breathe it all out, then I breathe in. So, unser Teig ist jetzt fertig für die Fladen und zwar haben wir ja jetzt dann die Eier mit dem Quark vermischt und haben dann den Eischaum geschlagen und alles schön untergehoben. Und jetzt haben wir so eine richtige, schöne, fluffige Masse. Und die müssen wir jetzt auf ein Backblech bringen und das hole ich jetzt mal gleich. Und zwar legt ihr auf das Backblech ein Backpapier und macht jetzt 8 kleine gleichmäßige Häufchen aus diesem Teig. Jetzt habe ich einen Löffel da. Habe ich, okay.
breathing. When we're in the eye of the needle. So breathe it all out, then breathe. Dann streuseln wir jetzt dann zum Schluss noch ein bisschen Sesam und ein bisschen Mohn drüber und dann kommen sie schon in den Ofen. Then I'll face the eye of the needle. Und voilà, jetzt kommen unsere kleinen Fladen bei 160 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 30 Minuten in den Ofen. Und voilà, fertig sind unsere kleinen leckeren Low-Carb-Fladen mit etwas Sesam drauf und Mohn und die eignen sich total auch super zum Dazu-Servieren bei einem anderen Low-Carb-Gericht, zum Beispiel, ich verrate es euch jetzt schon, ich weiß nämlich auch, wozu es total lecker schmeckt. Nächsten Sonntag gibt es ein Fischgericht mit einer Kokos-Ingwer-Soße und dazu diese kleinen Low-Carb-Fladen eingedicht. Also bitte schaut euch nächsten Sonntag dieses Video auch an und macht diese kleinen Low-Carb-Fladen dazu. Das schmeckt wirklich traumhaft. Auf jeden Fall müssen wir die schön abkühlen lassen. Denn wenn die so warm sind und man nimmt sie runter, dann brechen die. Und dann tun wir sie in ein hübsches kleines Körbchen aufdrapieren. Und dann kann man sie auch so servieren zum Frühstück, mal mit in die Arbeit nehmen. Schmeckt auch zwischendrin super. So, die Verabschiedung steht schon wieder an. Wir sind schon fertig und es war wirklich ein ganz kurzes Rezept. Diese kleinen Low-Carb-Fladen sind doch wirklich lecker geworden. Und die passen auch ganz toll zum nächsten Sonntagsrezept. Das habe ich euch ja schon ausnahmsweise verraten, was es gibt. Schaltet nächsten Sonntag unbedingt auch ein. Ja, es hat mich wirklich riesig gefreut, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben. Ja, und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht es doch gleich und drückt auch auf das Glöckchen, dann bekommt ihr nämlich eine Meldung und verpasst kein Video mehr. Auch nicht das nächste Rezept am Sonntag und nicht das übernächste und überhaupt keins mehr am Sonntag, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen in der Küche von Fein Fein Schmeckt's. Bis dahin, lasst euch gut gehen, ich wünsche euch was. Eure Joanna. Ciao, ciao.